Wir blicken nach Washington zu unserem Chefredakteur Jan-Philipp Burger. Jan-Philipp, wie siehst du die Chancen für einen Trump-Wahlsieg zur jetzigen Stunde? Naja, Carsten hat es ja gerade gesagt, selbst die New York Times, die Trump ja wirklich äußerst kritisch gegenübersteht, sieht inzwischen die Siegchancen bei 79%. Die amerikanischen Buchmacher, die Wettbüros, die sehen sie sogar bei 88%. Also man hat schon das Gefühl, dass hier praktisch von Minute zu Minute die Siegwahrscheinlichkeit Trumps steigt. Und mich erinnert das Ganze schon ein bisschen an die Wahlnacht 2016. Da war ja auch die Erwartung vieler Journalisten, insbesondere in Deutschland, dass Hillary Clinton als Demokratin gewinnen würde gegen Trump. Man hatte sie in vielen Umfragen vorne gesehen und dann war die Überraschung plötzlich ganz groß, dass Donald Trump sich das dann doch ganz klar gesichert hat, den Sieg. Also ein bisschen Déjà-vu aus meiner Sicht, aber es gibt natürlich noch einige wichtige Swing States, die bei weitem noch nicht ausgezählt sind. Einer davon ist North Carolina und wir wollen mal zu Nele Würzbach schalten, unserer Welt-TV-Reporterin dort. Nele, nach aktuellem Stand hat Trump die Nase vorn in North Carolina. Hattest du das erwartet? Hatte sich das abgezeichnet? Wie erklärst du dir das? Ja, es war tatsächlich zu erwarten. Es war ja sowieso schon überraschend, dass dieser Bundesstaat ein Swing State ist, denn überhaupt erst zweimal haben Demokraten es geschafft, hier zu gewinnen. Das letzte Mal 2008 mit Obama. Trotzdem, das Trump-Lager war nervös. Donald Trump war in den letzten 3 Tagen des Wahlkampfs jeden Tag hier, hat insgesamt extrem viele Auftritte hier gemacht, was viele als Zeichen gesehen haben, dass man sich eben nicht sicher ist, dass man hier gewinnen kann. Jetzt scheint das gefruchtet zu haben. Am Anfang Kamala Harris in den ersten Zahlen vorne, aber jetzt sind wir bei über 70% der ausgezählten Stimmen und es ist doch ein deutlicher Abstand, den Donald Trump hier hat. Interessant bleibt, was ich schon von Anfang an gesagt habe, hier im Wake County, wo auch die Hauptstadt drin liegt, ist es komplett blau eingefärbt. Kamala Harris hat einen riesigen Vorsprung und dann auch in den umliegenden Countys sieht man das noch so ein bisschen und desto weiter man in den Westen geht und die ländlichen Regionen, desto roter wird da tatsächlich auch die Karte. Und das war eine Sorge der Demokraten, denn der Westen von North Carolina wurde erst vor kurzem vom Hurricane Helene verwüstet. Manche Ortschaften wurden komplett weggeschwemmt. Und Donald Trump hat hier viele falsche Informationen verbreitet, die sogar von seiner eigenen Partei dann eingefangen wurden. Es ging da vor allem um die Hilfsgelder und wo Joe Biden die eigentlich überhaupt hinbringt. Da ging es auch wieder unter anderem um Migranten. Und die Demokraten hatten schon die Sorge, dass sie das nicht mehr einfangen können. Ja, und jetzt ist der Westen tatsächlich sehr rot eingefärbt. Das kann daran liegen, aber es ist eben auch so, dass die ländlichen Regionen hier von Donald Trump, von den Republikanern auf jeden Fall beherrscht werden. Es kann natürlich auch daran liegen, dass die amerikanischen Wähler Trump mehr Wirtschaftskompetenz zutrauen. Und das ist ja ein sehr wahlentscheidendes Thema. Nele, danke für den Moment. Und wir gucken direkt weiter nach Pennsylvania. Das ist der Swing State, in dem es am meisten Wahlmännerstimmen zu holen gibt. 19 an der Zahl. Ibrahim, und da ist es äußerst knapp. Aktuell 49,9% zu 49,1% für Donald Trump. Es sind aber auch erst ungefähr 50% der Stimmen ausgezählt. Was glaubst du, gibt es da schon eine Tendenz, die sich abzeichnet in Pennsylvania? Jan-Philipp, ich stehe hier gerade in einem schwäbischen Kulturverein. Cannstatter Volksfest nennen sie das hier, wo die Republikanische Partei in Philadelphia diese Wahl begleitet. Und hier bricht im Grunde schon seit einer Stunde immer wieder Jubel aus. Man guckt gebannt auf die Bildschirme, dort läuft Fox News und da laufen natürlich immer die neuen Wahlergebnisse ein. Und Sie sehen, dass die ersten Bundesstaaten an Trump gehen, aber Sie sehen auch, wie gut es jetzt mittlerweile in Pennsylvania läuft. Als wir die ersten 20-30% der ausgezählten Stimmen hatten, lag Kamala Harris hier noch vorn. Mittlerweile hat Trump auch hier die Führung übernommen. Es sind etwa 80.000 Stimmen, die er gerade vorne ist. Es ist noch zu früh, du hast es ja angesprochen, um jetzt wirklich schon eine klare Tendenz zu sehen. Aber es zeigt eben, wie aktuell das Gesamtbild aussieht. Trump hat nach der Auszählung eines beträchtlichen Teils der Stimmen die Nase vorn bislang in dieser Wahlnacht. Ibrahim, danke für dein Update. Und jetzt schauen wir weiter nach Wisconsin, wo es 10 Wahlmännerstimmen zu holen gibt zu Isabel Finzel. Wisconsin ist bei weitem noch nicht ausgezählt. Wir hören, dass es bis morgen noch dauern kann, bis es überhaupt von dort aus ein Ergebnis gibt. Woran liegt das, Isabel?
Es ist unfassbar knapp, also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Als ich mir jetzt gerade zuletzt vor dieser Schalte die Zahlen angeguckt habe, da lagen Donald Trump und Kamala Harris wirklich gleich auf. Und Kamala Harris kann, wie erwartet, ja eher in den Städten punkten und Donald Trump eben eher in den ländlichen Regionen. Aber es ist eben noch nicht alles ausgezählt. Und umso knapper das Rennen ist, umso länger dauert es natürlich auch, bis am Ende ja eine Entscheidung fällt. Ich bin hier auf einer Wahlparty von lokalen Demokraten in Green Bay in Wisconsin und ich muss wirklich sagen, wenn man sich hier umhört, da merkt man doch wirklich Nervosität. Viele sagen, dass sie nervös seien. Die Anspannung, die liegt doch durchaus in der Luft. Es gibt doch manche, die schon befürchten, dass ja, möglicherweise das Rennen am Ende an Donald Trump geht. Aber die Hoffnung, die ist hier natürlich groß. Man blickt die ganze Zeit auf die Bildschirme und verfolgt hier diese Ergebnisse ganz, ganz intensiv. Schon 2020 war es ja extrem knapp in Wisconsin. Da hat Joe Biden den Bundesstaat für sich entschieden, aber mit gerade einmal 20.000 Stimmen Vorsprung. Und ähnlich war es 2016. Da hatte Donald Trump gewonnen, aber auch nur mit ungefähr 20.000 Stimmen Vorsprung. Also auch dieses Mal ist es offensichtlich sehr, sehr knapp. Isabel, du bleibst dran und hältst uns auf dem Laufenden über die Entwicklung im ebenso wichtigen Swing State Wisconsin. Und wir wollen jetzt hier am Set weitersprechen mit Peter Rao, dem ehemaligen Berater von Präsident George W. Bush, und Eric Kirschbaum von der Los Angeles Times. Peter, Eric, im Moment sieht es fast ein bisschen so aus, als könnten wir doch schneller ein Ergebnis haben, eine Entscheidung über das Weiße Haus, als wir vorher gedacht hatten, oder? Also die Sache ist nicht gelaufen, aber Donald Trump hat ganz klar die besseren Karten. Und ich glaube, die sind zuversichtlich, dass sie die Wahl für sich vielleicht heute noch entscheiden können. Ja? Eric, überrascht dich das? Beim letzten Mal hat es ja 4 Tage gedauert. Ich erinnere mich noch, ich war damals im Headquarter von Joe Biden in Wilmington. Das war ja während der Corona-Pandemie und wir standen alle auf einem Parkplatz in der Wahlnacht. Die Unterstützer von Joe Biden, die konnten nur im Auto sitzen und hupen, um zu jubeln. Und am Ende war es ja so knapp, dass es 4 Tage lang gedauert hat, bis dann endlich mal das Ergebnis aus Pennsylvania da war. Überrascht dich das, dass es dieses Mal vielleicht schneller gehen könnte? Ja, ein bisschen, aber du hast gerade von Déjà-vu gesprochen 2016. Ich habe ein bisschen Déjà-vu von 2020, weil am Wahlabend hat es auch gut für Trump ausgeschaut und dann kam die Briefwahlstimmung und dann hat es anders ausgeschaut. Was mich überrascht ist Florida so deutlich für Trump und Virginia. Virginia ist super knapp jetzt. Eigentlich sollte Virginia ein leichter Gewinn für Harris sein. Ist es nicht. Nichtsdestotrotz, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, das würde reichen für Harris. Sie könnte alle Southern Swing States verlieren und wenn sie die Northern Swing States gewinnt, dann hat sie das geschafft mit genau 270 Stimmen. Deswegen zu sagen, dass Trump das fast in die Tüte hat, obwohl die 3 wichtigen Swing States noch nicht weit sind, ist ein bisschen zu früh für meine Verhältnisse. Du hast gerade den Wahlabend 2020 angesprochen. Da hat Donald Trump sich ja schon sehr früh selbst dann zum Sieger ausgerufen, als noch gar nicht alle Stimmen ausgezählt waren. Glaubst du, Peter, dass er das dieses Mal wieder tun könnte? Steve Bannon, sein berühmt-berüchtigter Berater, hat ihm ja genau das geraten. Gesagt, egal wie es ausgeht, er soll sich einfach mal zum Sieger machen und dann hinterher das Ergebnis anfechten, egal was passiert. Das Framing ist natürlich wichtig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich das überlegt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Kamala Harris heute noch vor die Kameras geht und darauf beharrt, dass jede Stimme ausgezählt wird, ob sie sich als Gewinnerin erklären würde oder das weiß ich nicht, aber wer immer auch verliert, es wird sehr schwierig werden für die Partei, denn Harris hat Trump Faschist genannt, wir kennen Donald Trump, er besteht darauf, dass er die Wahl gewinnt. Da einfach dann einen Rückzug zu machen, einen Rückzieher und zu eingestehen, es hat nicht funktioniert, ist ziemlich bitter und das wird für beide Seiten oder wer auch immer verliert, ein sehr schwieriger Moment werden. Du bist ja immer noch sehr eng verdrahtet hinein in die Republikanische Partei, arbeitest für das Hudson-Institut, das steht den Republikanern sehr, sehr nah und bist die ganze Zeit im Handy auch zugange, textest mit Mar-a-Lago. Wie ist die Stimmung unter den Republikanern, unter der Parteielite gerade? Ja, das war fast ein Zitat, dass die Karten für Donald Trump gut gemischt sind oder er bessere Karten hat wie Kamala Harris, aber man ist trotzdem noch vorsichtig. Eric hat es ja, glaube ich, präzise gebracht am Wahlabend 2020, Wahltagskarten, die ausgezählt worden sind, die Stimmen, die am Tag der Wahl abgegeben worden sind überwiegend für Trump gegangen und dann hat es diese Briefwahlauszählung gegeben. Also
dass es doch Schwankungen geben wird, völlig klar. Und die haben noch überhaupt nichts von Nevada oder von Arizona gehört. Also alle 7 Swing States sind noch offen, aber die Tendenzen, die sich in Georgia und North Carolina bis jetzt zeigen, sind ein gutes Zeichen für Donald Trump. Okay. Wir fassen zusammen, aktuell leichtes Prä für Donald Trump. Die Wettbüros sind auf seiner Seite, aber es ist noch viel zu früh, um ein Ergebnis wirklich tatsächlich zu prognostizieren. Es bleibt ein Wahlnacht-Krimi, den wir hier zusammen erleben. Und ihr zusammen in Berlin, Tatjana, Carsten, was gibt's Neues bei euch?